Das hier ist eine sehr alte PC Games, die Ausgabe 2, 1993. Die ist weit über 30 Jahre alt. Und da drin ist der Testbericht zu Comanche, Operation White Lightning alias Maximum Overkill. Und ich wollte wissen, über 30 Jahre später, macht dieses Spiel noch Spaß? Kann das überhaupt noch was? Oder ist es einfach nur noch eine wirklich nostalgische Erinnerung? Wir schauen es uns zusammen an. Ja, da ist er, der Hauptdarsteller in diesem uralten Computerspiele-Klassiker aus dem Jahre 1993. Oh mein Gott, ist das lange her. Und ich muss ja sagen, das war mein allererstes Spiel, was ich auf dem PC überhaupt gespielt hatte. Da kam der 486 DX33 ins Haus, ich bin wirklich spät eingestiegen, ich hatte lang mit dem C64 zu tun und dann kam der PC und gleich dazu kam Comanche, Operation White Lightning oder eben Maximum Overkill, je nachdem, ob man eine deutsche oder eine internationale Version hatte. Spielerisch war es das Gleiche. Ich habe wieder meinen alten Freund dabei, hier den Mach 2 von CH Products. Mit diesem Joystick habe ich damals Comanche gespielt und deshalb möchte ich auch heute wieder mit ihm spielen. Kein Flightstick, aber das war bei diesem Spiel auch gar nicht nötig. Es war sehr actionreich orientiert und man konnte es damit wirklich hervorragend spielen. Tastatur ging auch, aber mir hat es natürlich mit dem Joystick deutlich mehr Spaß gemacht. Los geht's! Und da sind wir auch schon mittendrin. Nova Logic, ich erinnere mich noch sehr gut. Und sensationell in diesem kurzen Intro haben sie jetzt mal alle Sounds eingesetzt, die sie in diesem Spiel haben. Denn es ist tatsächlich das Einzige, was man sieht an animierter Zwischensequenz oder sonstigem. Ich schalte es mal durch und dann sind wir auch schon drin im Menü. Und es gibt wirklich nur dieses Intro, ansonsten ist es reine Missionsgeschichte. Also es gibt keine Zwischensequenzen, keine Beschreibungsvideos oder sonst was. Wir gehen mal ins Training, dass wir uns die erste Mission anschauen können. Da haben wir nämlich etwas Zeit. Außerdem muss ich den Joystick noch einschalten. So, Detail schalten wir auf High, Small Pixels. Controls müssen wir auf Joystick umschalten. Das merkt er sich leider nicht. Und dann Center und Swirl. Und das war's. So. Wir können aufsteigen. Der Hubschrauber hovert dann in der Position, die er gerade hat. Wir können ihn links und rechts steuern. Und man sieht schon, das geht butterweich, unfassbar. Das war genau das, was Comanche damals ausgemacht hat. Diese unfassbar flüssige Grafik, dieses Fliegen über die Landschaften und er hält automatisch die Höhe und man kann richtig genial über die Landschaft gleiten und das gab es in keinem anderen Spiel, das ich bis dato kannte. So wahnsinnig. So, da sind auch schon unsere Ziele. Wir können anvisieren, wir können einfach draufhalten. Wir nehmen noch ein paar Raketen. Also man sieht, es ist nicht nur wirklich zum Gewöhnen an die Steuerung. Das war's schon. Erste Mission, kein Problem. Gehen wir gleich weiter. Diesmal geht's gegen Bodenziele und zwar in der Nacht. Und was man auch sieht, unten links und rechts diese beiden taktischen Monitore, die man umschalten kann. Also man kann da entscheiden, was man sehen möchte. Und das Tolle ist, beim rechten Monitor werdet ihr gleich sehen, der folgt tatsächlich auch unseren Hellfire-Raketen gegen die Bodenziele. Passt auf, wir visieren mal eines an und... Na toll. Na, das war ja ganz genial. Da hinten ist einer. So, jetzt aber, komm. Zack. Der ist ein bisschen im toten Winkel hier. Und weg ist er. Ja, man sieht, man kann schön hier über den Boden gleiten in Vollspeed und es geht einfach genial. Und dieses Fliegen durch die Canyons, das war damals schon der Hammer.
Anvisieren mit rechts, Feuer mit links. Bei Hellfire-Raketen muss das Ziel anvisiert bleiben und in der direkten Linie sein, sonst gehen sie oft daneben. Und wir sehen schon da unten blinkende Punkte, da sind nochmal Ziele. Incoming. Target destroyed. Target destroyed. Target destroyed. Man sieht, wenn man das Ziel wechselt mit der Hellfire-Rakete, dann kann es sein, er muss ein neues aufschalten, nimmt ein neues und zack. Und das war's. Ja, auch nicht schwer, natürlich, ganz klar. Die Missionen sind am Anfang sehr, sehr leicht. Flying Werewolves, jetzt geht's gegen, wie nennt man es? Hubschrauber, also fliegende Ziele. Dann nehmen wir Stinger-Raketen und dann können wir die auch aufs Korn nehmen. Schön in der Nacht. In target destroyed. Target destroyed. Target destroyed. In target Incoming, incoming. Ja, ist gemein, ne? Na? Target destroyed. Target destroyed. Ja, das war's schon. Also, man sieht, die ersten Missionen sind wirklich total easy, aber ist ja auch okay. Also, was mir sofort auffällt... ja, danke. Was mir sofort auffällt, es ist einfach unfassbar pixelig auf diesem großen Bildschirm und die Ziele sind wirklich extrem schwer zu erkennen. Wir gehen mal in Maximum Overkill. Das war die erste Kampagne, die man spielen konnte. Maximum Overkill oder eben Operation White Lightnings. Ja, pick 'em off one by one. Wir sollen uns bedeckt halten und schön unten bleiben. So, schauen wir mal, was wir da so finden. Ah, da sind auch Rubis. Target destroyed. Incoming. Pull up! Watch it! Warum fliegt ihr gegen mich? Ah, sag mal, die fliegen einfach in mich rein. Was war das hier? Ah! Hilfe! Okay, ich hab's verstanden. Engine damage. Mayday! Was war das denn? Strange, plötzlich war man mitten in der Action. Also das ist tatsächlich etwas seltsam, aber ich erinnere mich, das war immer so, ja? Man landet mitten in der Action. Nominal. So, wir gehen mal in die andere Richtung und schauen, dass wir die Werewolves ein bisschen aus... Incoming. Ja, die fliegen da alle... Target destroyed. Die fliegen da alle geballt und gebündelt und dann fliegen sie noch gegen einen. Sag mal, das ist doch beknackt, dass der gegen mich fliegt. Die Aufschaltung... Incoming. Ah, jetzt ist meine Aufschaltung kaputt. Ach nee, oder? Ah, verdammt nochmal. Incoming. Das können wir ja abbrechen. Also das macht so natürlich keinen Sinn. Ganz tolle Mission. Wir gehen eins weiter. Mission Overlord. Snowflight. Ja, also man merkt schon, ich bin tatsächlich etwas aus der Übung. Das sieht natürlich sehr, sehr cool aus hier. Aber es bleibt pixelig. Es bleibt einfach sehr, sehr pixelig. Aber es kamen Bäume dazu, immerhin. In den nächsten Missionsdisketten kamen Bäume dazu. Aber das geht halt einfach wahnsinnig schön vonstatten. Und gerade diese First-Person-View-Kamera mit den Raketen rechts unten, das sieht schon richtig fett aus. Und das war es auch schon. Das ist auch wieder eine statische Mission. Also man sieht, die Missionen sind sehr, sehr unterschiedlich. Es sind manche einfach total leicht und manche, da klappt es dann überhaupt nicht. Und ihr seht auch hier diese ganzen Missionen, Kampagnen, das sind tatsächlich die ganzen Kampagnen, die es mit den Zusatzdisketten auch noch gab.
Ich habe die CD-Version installiert, hier mit Comanche, deshalb sind die ganzen dabei. Wir gucken mal hier bei Last Sacrifice, ob wir nicht doch irgendwie dabei kommen. Es sind Werewolves in der Gegend. Incoming. Ja, das ist aber total... Das ist doch bescheuert. Target destroyed. Man ist mitten in der Action. Target destroyed. Ich habe nicht mal Zeit zu starten und schon schießen sie auf mich. Destroyed. Incoming. Ja, wo denn? Da! Weapons damaged. Was ich total bescheuert finde, dass die immer gleich gegen einen fliegen. Was soll denn das? Das würde doch kein normaler Pilot würde einfach gegen einen fliegen. Laser out of my face. Target destroyed. Target destroyed. Heieieiei. So, Wingman, komm, mach mal hier was. Viper 37 in position. Viper 37 in position. Incoming. Target. Uiuiuiuiuiuiui. Da ist immer noch einer. Pass auf, wir fliegen mal eine Runde. Uiuiuiui, da sind sie alle. Schlechte Idee, schlechte Idee, schlechte Idee. Ah, verflixt doch mal. Mayday! Was ist das denn? Das sind unfassbar... Schwierigkeitsgrad hoch, runter, hoch, runter. Also entweder ich bin absolut aus der Übung, völlig absolut aus der Übung. Wir gehen mal in Restore Peace. Soviet Military Vehicles aus einem Drogenkartell. Okay, wir sind wieder auf Stingers, weil ich gehe davon aus, dass wir Hubschrauber haben. Target Genau. destroyed. Target destroyed. Target destroyed. Ja, da muss man echt aufpassen. Die Karten sind relativ klein und man steckt ruckzuck in der Action. Da ist nämlich schon wieder. Und rucki ist man vom Himmel geholt. Und ich finde es auch extrem schwierig, sich zu orientieren, weil es einfach doch sehr, sehr pixelig ist. Das heißt, man muss erst mal sehen, was man so... Gucken wir mal, vielleicht hilft mir der Radar. Target. Aber da sehe ich ja nicht mehr. Ah, wir kriegen das schon hin. Target destroyed. Wir sind ja ein Stealth-Hubschrauber. Target destroyed. Ja, sehr schön. Incoming. Hoppala. Und zack. Incoming. Was war das denn? Ey, unfassbar. Kurz gesehen. Zack. Es ist... Ey, ich krieg ja gar nichts hin. Ist ja unfassbar. Sag mal, war ich damals auch so schlecht? Ist ja Wahnsinn. Unfassbar. Hammer Turkeys. Boden-Vehicles. Das Problem ist, ich glaube, es sind wahrscheinlich wieder irgendwelche Hubis unterwegs. Hoppla, hoppla, Entschuldigung, nicht anstoßen. Ja, wenn man zu schnell an die Berge ranfliegt, dann, ja, da ist einer. Target destroyed. Das sind immer so Patrouillenflieger und wenn man die dann übersieht, dann ist man ganz schnell Matsch. Target destroyed. Das sind ziemlich viele. Target destroyed. Target destroyed.
Ja, das Problem ist, man muss aufgeschaltet lassen bei Hellfire-Raketen, sonst ist sie verloren. Wir haben nicht so viele davon. So, dann müssen wir unseren Wingman rannehmen. Hm? Viper 3-7 in position. Viper 3-7 in position. Target Viper 3-7 in position. Viper 3-7 in position. Viper 3-7 in position. So, wir haben sogar Artillerie. Da gucken wir mal. Pass mal auf. Artillerie macht Spaß. Achtung. Fire mission over. incoming. Fire Mission out. Und zack, Artillerie jetzt erledigt. Ja, schön. So muss es doch sein. Also man sieht, es ist so eine Mischung aus Stealth. Ich bleib unten, ich pirsch mich ran. Und wenn halt zu viele Luftziele unterwegs sind, dann wird es tatsächlich ein bisschen schwierig. Maximum Overload Comanche versus 30 Russian Werewolves. Alles klar. Ja, sehr witzig. Was? All systems nominal. Was? 30? Incoming. Target. Incoming. Wie soll das denn gehen? Target. Incoming. Ja, und dann fliegen sie auch immer gegen mich. Das nervt total. Leute, lasst mich doch mal. Hört mal auf, mit dieser Kacke nach mir zu schmeißen. Uah. Engine damage. Okay, vergiss es. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Was ist das denn für eine Mission? Wer hat sich das denn ausgedacht? 50% habe ich geschafft. Oh. Was? Wir sind 19 Comanches und er ist getarnt. Das ist ja auch ganz sinnvoll. Hä? Was ist das denn für eine Mission? Get that laser out of my face. Ja, ich ziele ja gar nicht auf dich. Get that laser out of my face. Incoming. We did it. Let's head home. Hä? Was war das denn? Hä? Was war das denn? Diese seltsame Mission. Okay, also irgendwas. Es sind im Grunde immer ähnliche Missionen. Man. Target destroyed. Incoming. Viper 3-7 in position. Target destroyed. Viper 3-7 in position. Target destroyed. Da ist ein. Target Ja, muss man aufpassen, dass man nicht noch die eigenen. Hallo? Target destroyed. Und was ist das da? Was schwimmt denn da? Incoming. Target destroyed. Was? Es ist verwirrend. Ich bin verwirrt. Ich bin äußerst verwirrt. Es geht sehr schnell. Ich bin. Don't shoot the friendly hind bee. Okay, das kriegen wir hin. Ich schieße nie auf Freunde, oder? Meistens nicht. Hoppala. Incoming. Incoming. Was schießt denn da auf mich? Incoming. Geh ein bisschen tiefer, so. Okay, ja, ich weiß genau, wo ich hin muss, ne? Alles sehr, 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 sehr klar. Ja, es ist schon irgendwie, es ist schon irgendwie cool, aber es spielt sich ja mal, alle Missionen spielen sich doch dann sehr ähnlich. Manche sind extrem schwer, extrem unübersichtlich, manchmal geht es sehr schnell.
Es ist natürlich kein so ausgefeiltes Spielprinzip, aber es ist dann schon... Ah, da sind sie. Guck mal da. Warum können die mich anvisieren? Incoming. Target. Und zack. Ah, verflixt. Ich hätte mir nicht zeigen sollen. Egal, wir machen noch eine Mission. Ich merke schon, das ist tatsächlich nicht mehr ganz so... Penguin Peril. Probieren wir. Es ist immer... Systems nominal. Watch it. Ach Mann, jetzt bin ich gegengeflogen. Das gibt's doch gar nicht. Das machen wir nochmal. Das gibt's ja gar nicht. Es ist ja... Ah, die Ladezeiten sind immerhin schön. Nominal. Sehr schön. Incoming. Wieso habe ich den nicht getroffen? Das muss mir mal jemand erklären. Ich habe tatsächlich kaum Raketen dabei. Das ist echt übel. Also man muss wirklich haushalten mit dem, was man hat. Incoming. Mayday. Und ein Treffer, ich bin unten. Was ist das denn? Also es ist schon extrem unterschiedlich, oder? Manche Missionen laufen, manche... Ich weiß es gar nicht mehr. War das schon immer so? War das... ich weiß nicht. Wir machen noch eine von den etwas einfachen Missionen. Ich will noch irgendeine schaffen, bevor wir hier dann aussteigen. Incoming. Hoppala. Striker 37 going down. Mayday. Ah, jetzt hat er wieder meinen eigenen Wingman anvisiert. Das gibt's doch gar nicht. Also ich bin wirklich ein Pfeifenkopf. Das ist ja unfassbar. Nein. Das machen wir nochmal. Also pass auf, nicht den eigenen Mann abschießen. So. All systems nominal. Mann, oh Mann. Target destroyed. Target destroyed. Incoming. Target destroyed. Ist schon übel hier. Also das. Target destroyed. Target destroyed. Ja. Also man muss sich tatsächlich immer ein bisschen um diese Hubis kümmern. Haben wir Artillerie? Nee. Schade. Keine Artillerie. Viper 37 in position. Target destroyed. Incoming. Viper 37 in position. Incoming. Na komm, visier an. Position. Target destroyed. Viper 37 in position. Viper 37 in position. Target destroyed. So, das war's scheinbar noch nicht. Also ja, das ist natürlich schon, da sind sie jetzt etwas einfacher, die Gegner. In den höheren Levels sind sie extrem angriffslustig und sehr, sehr schießwütig. Target destroyed. Viper 37 in position. Viper 37 in position. Get that laser out of my face. Get that laser out of my face. Target destroyed. Target destroyed.
Incoming. Ja. Incoming. Target destroyed. Target destroyed. Target destroyed. So, die können wir jetzt platt machen, bitte. Target destroyed. Target destroyed. We did it! Let's head home. Ja, sehr schön. So muss das doch sein. Ja, natürlich war das deutlich einfacher als die anderen Missionen, aber das reicht mir jetzt ehrlich gesagt für einen Blick und eine Beurteilung des ganzen Geschehens. Wir sehen uns gleich wieder. Also das war ja was, mal wieder ein Blick zurück in eine unfassbar weit zurückliegende Vergangenheit. Comanche Operation White Lightning alias Maximum Overkill. Es war wirklich eines meiner ersten, wenn nicht das erste Spiel, das ich auf dem 486er gespielt habe. Und ich erinnere mich immer noch daran, dass ich von dieser Grafik einfach unfassbar geflasht war. Natürlich, was auch sonst, die war ja wirklich der Wahnsinn. Auf einem 14 Zoll CRT-Monitor, der nun wirklich sehr, sehr klein ist, war das der Wahnsinn. Die Voxeltechnik war herausragend zur damaligen Zeit. Sowas hatte man wirklich nicht gesehen. Zumindest ich hatte sowas bis dato nicht gesehen. Heute muss ich sagen, ja, ich erinnere mich gern zurück. Ja, dieses Spiel macht noch Spaß für einen kurzen Moment, aber es hat halt doch einfach sehr gelitten über die Zeit. Grafik natürlich, wie gesagt, lassen wir immer außen vor, ist halt vor 30 Jahren nicht so gewesen, wie sie heute ist. Was ein bisschen schade ist, es hat überhaupt keine Präsentation, das fand ich auch damals schon schade und das fanden auch einige der Spielemagazine etwas schade, dass es eigentlich bis auf ein paar Texteinführungen überhaupt nichts gibt und ein kurzes Intro. Das war natürlich eigentlich dieses Gesamtspiels kaum würdig, ne? Also man hätte sich doch irgendwie so ein bisschen was gewünscht, à la Strike Commander, Wing Commander, muss ja nicht ganz sein, aber so Strike Commander, einfach animierte Figuren, die so ein bisschen was sagen oder so. Man hätte so ein bisschen Verbindung gehabt zu einer Story. So sind es halt einfach aneinandergereihte Missionen, wo man nicht genau weiß, was passiert gerade, warum macht man das, was man macht und letztlich man sucht die Ziele und versucht sie zu eliminieren, bevor sie einen selber ausschalten. Und ihr seht, ich war nicht sonderlich gut drin. Meistens haben sie mich vorher erwischt. Nun ja, sei es drum. Man wird ja auch mit der Zeit älter. Die PC Games war natürlich voll des Lobes für diesen Grafikbrecher der damaligen Zeit. 1993 war das einfach ein wahnsinniger technischer Schritt nach vorne. Wir müssen uns überlegen, 93, da waren die 486er gerade so in Sicht noch nicht gut verbreitet. Man sah es noch bei den 386ern und vor allem bei den 286ern. Der 286er war zu dieser Zeit noch sehr verbreitet. Der 386 SX mit Sicherheit auch und die DX kamen gerade so in Mode und da war natürlich sowas eine herausragende grafische Erfahrung. Dementsprechend bekommt Comanche hier auch einen ausführlichen Testbericht. Es wird über das Modell geredet, es wird über die Grafik geredet, über die ganzen Inhalte, was für ein Hubschrauber fliegt man, also all das, was eben so ein wahnsinniges, grafisch herausragendes Spiel, aber spielerisch, inhaltlich nicht ganz so herausragendes Spiel ausmacht. Und hier gibt es dann auch eine große Box, wo das Thema 286, 386, 486 beleuchtet wird. Und da steht es dann ja auch, ne? Es war ein 32-Bit abgestimmtes Spiel. Das heißt, man kam mit dem 386 SX noch einigermaßen zurecht in der niedrigsten Auflösung. Aber mit einem 486 mit 50 MHz war es dann so richtig, richtig gut. Ein 386 mit 33 MHz hat es noch einigermaßen gepackt. Und der Wertungskasten zeigt es, 92% hat es am Ende gegeben von der PC Games für Comanche zur damaligen Zeit. Ich muss gestehen, das war ein netter Ausflug. Ja, ich weiß, nett ist die kleine Schwester von nun ja. Nein, ganz ehrlich, es ist ein netter Blick zurück, Comanche nochmal in die Hand zu nehmen. Aber na ganz klar, also mehr als eine halbe Stunde oder mal Stunde Spaß damit ist einfach nicht mehr drin. Dafür hat es aber auch inhaltlich dann zu wenig zu bieten. Dass es spielerisch in manchen Punkten nicht mehr ganz perfekt ist, geschenkt. Also es spielt sich immer noch sehr flüssig, es spielt sich sehr actionreich und im Grunde ist es auch sehr einfach zu handhaben.
aber man hat so wenig Verbindung zu dem, was man tut, und das fehlt mir einfach. Da würde ich mir einfach von einem Spiel heutzutage mehr wünschen, und da kann ich auch nicht mehr drüber hinwegsehen, wenn ich jetzt so ein altes Spiel noch in die Hand nehme. Also, wenn ihr mal drauf gucken wollt, einfach um diese Grafik noch mal zu erleben, dann sehr gerne. Macht das unbedingt. Es lohnt sich, diesen Blick zurückzuwerfen, aber man sollte auch nicht erwarten, dass man damit dann abendelang Spaß hat. Für einen Abend ist es gut, dann hat man es gesehen und dann ist es auch wieder schön. Es sind einfach schöne Erinnerungen, aber man selbst verändert sich ja auch, und dementsprechend kann es einen dann eben nicht mehr ganz so lange packen, wie es das damals getan hat. Trotzdem, toll, dass ihr mit mir auf dieses alte Spiel draufgeschaut habt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, denn ich habe mich echt richtig gut dran erinnert und herrlich. Einfach nur herrlich. Wenn es euch gefallen hat, schaut doch auch noch in meine anderen Videos rein. Beim nächsten Mal werde ich auf jeden Fall wieder in eine alte PC Games reinschmökern, und wenn ihr Lust habt, dann wäre es toll, wenn ihr wieder mit mir dabei seid. Bis dahin, habt Spaß, zockt ein bisschen, und dann sehen wir uns vielleicht in einem meiner anderen Videos wieder.